Obwohl Easy erst im Februar 25 online gegangen ist und der Signaldienst erst deutlich später implementiert wurde, kann dieser bereits auf 32 Gewinner in Folge jetzt im Juni 25 zurückblicken. Ich denke, da hat jemand einen richtig, richtig guten Job gemacht. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt, heute mit einem herzlichen Gruß aus den Niederlanden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit David. Ja, herzlich willkommen hier bei Easy. Ich möchte euch heute in dem Video ein Update geben zu unseren Trades. In der Easy App gibt es nämlich einen Signaldienst für unsere Subscriber, für die Abonnenten, wo wir eben eigene Trades platzieren, wo wir in Realtime kommunizieren, okay, welche Option verkaufen wir jetzt, welche kaufen wir zurück. Das alles völlig transparent, auch in Realtime per E-Mail. Und wir haben seit dem letzten Video hier bei Nicola haben wir insgesamt 10 Transaktionen abgeschlossen. Die würde ich gerne mit euch durchgehen, auch mal so ein bisschen die Idee dahinter und dann am Ende auch nochmal einen kurzen Hinweis geben, wie ihr das Ganze auch selber machen könnt im Screener. Also legen wir los. Ihr seht schon hier im Bereich Signaldienst in dem Easy-Menü gibt es die Trades und ich habe hier bewusst hier den Schalter umgelegt auf geschlossene Signale anzeigen und wir gehen jetzt mal chronologisch alle durch, die wir geschlossen haben. Also hier sehen wir CVS wurde vor 21 Tagen geschlossen, ein klassisches Trading-Szenario, ein Short-Put, überverkaufte Aktie im Aufwärtstrend. Hier seht ihr dann auch immer, welche Prämie wir eingenommen haben und wie die Rendite war. Annualisiert, jetzt klicken wir mal hier drauf, dann sehen wir auch hier jeweils die Beschreibung. Das kann man sich also in Ruhe jeweils durchlesen, auch die Begründung des Trades, warum machen wir das, ist das technisch, ist das fundamental, wie sind wir auf den Trade gekommen. Und dann seht ihr hier im Chart, ich blende mal hier die Zonen aus, damit es ein bisschen klarer wird. Seht ihr hier den Chart jeweils, wann wurde die Option verkauft und wann wurde sie zurückgekauft. Und hier in diesem Fall ist es wirklich extrem schneller Trade gewesen. Also wir sehen hier am 23. Mai wurde ein 57er Put verkauft auf die Aktie. Das ist hier diese blaue Linie. Hatte auch schon eine relativ kurze Laufzeit, aber wir haben diesen auch schon wirklich nach 5 Tagen geschlossen, weil eben der Großteil der Prämie auch schon drin war. Im Nachhinein, klar, hätte man auch bis zum Ende durchlaufen lassen können, aber man kennt ja die Geschichte, gerade zum Ende hin der Laufzeit kann noch vieles passieren, das sogenannte Gamma-Risiko. Von daher lohnt es sich, hier rechtzeitig auch rauszugehen. Wenn man 60-70% der Prämie erreicht hat, dann ist es in der Regel sinnvoll, dann den Trade zu schließen, lieber neuen zu eröffnen. Jetzt gehen wir zurück und schauen uns den nächsten an. Das war also CVS. Dann haben wir eine Goldmine. Das war ein Trade, den ich hier eingestellt hatte. Da haben wir insgesamt $85 eingenommen. Was war die Idee dahinter? Also hier dieser schöne Pullback, dann hier das Verkaufssignal und also hier den Put verkauft mit einem Strike knapp unter diesem Low, dann hier eben wieder zurückgekauft. Das heißt, wir haben $117 an Prämie eingenommen, $32 für den Rückkauf nach nicht mal 2 Wochen. Und wir sehen schon, aus dieser ganz langen Laufzeit ist jetzt dann tatsächlich ein sehr kurzer Trade geworden und das erhöht natürlich die Prämienrendite. Das heißt, wenn wir das Ganze dann annualisieren, wenn wir sagen, wie viel Prämie habe ich denn eingenommen, für welches Kapital, das ich sozusagen zurückhalten muss für diesen Trade. Wir machen ja alles Cash Secured bei den Short Puts. Dann kommen wir hier für die Laufzeit, für die relativ kurze Laufzeit des Trades auf 50%. Das ist also schon sehr, sehr attraktiv auf jeden Fall. Dann gehen wir hier auf Super Microcomputer. Das war ein Trade von meinem Kollegen Christopher. Hier sehen wir auch, wie er den Screener eingestellt hat. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, das Gleiche auch wirklich selber zu machen in dem Tool, wenn ihr solche Trades in Zukunft machen wollt. Auch hier wieder klassisches Beispiel, nach dem Breakout hier einen Short Put verkauft. Bei der, ungefähr nach der halben Laufzeit zurückgekauft. Das Ergebnis sieht man hier, $125 eingenommen, 38 für den Rückkauf, ergibt dann wiederum einen Gewinn von $87. Auch hier wieder annualisiert eine recht attraktive Rendite von knapp 48%. So, dann nehmen wir den nächsten Trade. Ist ja fast schon langweilig, nur Gewinner, aber so ist das im Optionshandel. Die Trefferquoten sind natürlich sehr, sehr hoch. Dann haben wir hier auch einen Trade auf MKC. Auch hier wiederum in den
Abverkauf sozusagen knapp drunter den Short Put. Das wäre die Laufzeit gewesen, nach etwa einem Drittel schon wieder zurückgekauft. Und man sieht auch, das macht auch Sinn. Es kann sein, dass die Aktie in den nächsten Tagen hier unter den Strike läuft. Ich persönlich mache das immer so ungefähr die halbe Laufzeit oder eben 50, 60, 70%, je nach Chart natürlich, der Prämie. Und dann bin ich auch schon draußen. Hier sehen wir das, 22. Mai, den Put verkauft, am 3.6. zurückgekauft, 115 erhalten, 29 für den Rückkauf. So macht das Spaß. Also annualisiert auch wieder 37%. So, dann haben wir einen Spread hier auf Alibaba. Hier sehen wir, das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, das Ganze mal hier mit einem Spread. Das heißt, hier wird ein Short Put verkauft nach der Korrektur und leicht drunter eben auch ein Put gekauft. Das seht ihr hier. Das heißt, wir bekommen 160 Prämie für den verkauften Put, müssen aber 89 für den Put, der leicht drunter liegt, also hier $3 tiefer vom Strike, bezahlen, haben dafür aber natürlich unser Risiko auf die Differenz hier beschränkt, also 112 minus 109 bedeutet, wir haben bei diesem Trade bei Alibaba maximal ein Risiko von $300, abzüglich der Prämie natürlich, und dann ist das Risiko nochmal deutlich kleiner. Und hier sieht man auch schon, 28. Mai wurde der Trade eröffnet und wenig später hier am 9. Juni wurde der Put zurückgekauft zu $18 und der Long Put wurde verkauft, hat nur noch einen Restwert von $7, bedeutet, wir haben insgesamt $60 eingenommen bei einem Trade, der wie gesagt ein Risiko unter $300 hatte, und das ist dann auch prozentual 16,3%. Auch das ein sehr interessanter Trade. Dann habe ich hier einen Trade gemacht auf den Sektor-ETF, auf den Healthcare Index, der ja schon seit längerem sehr stark unter Druck ist, wirklich sehr, sehr schwach. Ich glaube, historisch überverkauft gegenüber dem S&P 500. Ich glaube, auf ein 20- oder 30-Jahrestief. Meine Idee war hier, ich gehe in der Regel charttechnisch vor. Das heißt, hier sehen wir ein neues Tief. Wenn wir jetzt hier den RSI einbauen, können wir sehen, dass dieses neue Tief hier nicht mehr confirmed wurde, bestätigt wurde. Das ist eine sogenannte positive Divergenz. Dementsprechend habe ich hier einen Short Put aufgemacht, also einen Put verkauft und habe dafür $181 Prämie bekommen, am 22. Mai eröffnet und am 10.06. konnte ich das Ganze schon zurückkaufen nach dem kleinen Anstieg. Das reicht schon aus, dass die Put-Prämie natürlich deutlich runterkommt und dementsprechend haben wir auch hier wieder einen Gewinn von $136 und eine Rendite von 22,1% annualisiert. So, dann ein Trade auf den Bitcoin-ETF. Der IBIT von BlackRock ist sehr, sehr liquide und natürlich auch sehr groß. Der größte Bitcoin-ETF bietet auch sehr, sehr gute Chancen, weil natürlich hier der Trend zum einen sehr klar ist, aber auch die impliziten Volatilitäten immer recht hoch sind. Und hier nochmal, das muss ich hier mal hoch, hier sehen wir auch, hier mit einem Short Put positioniert, hier der Rückkauf, wir haben $171 Prämie kassiert, Rückkauf zu 92 und das so knapp 2 Wochen später, bedeutet auch hier $79 Prämie, annualisiert 37%. Und dann haben wir noch 3 Trades, hier noch eine Goldmine, also hier auf Harmony Gold. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller, auch hier der Klassiker. Hier sieht man Short Put verkauft, hier zurückgekauft und das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass hier der Einstieg gar nicht so super optimal war. Die Aktie ist jetzt im Endeffekt sogar ein bisschen gefallen seit dem Verkaufstag beim Put und trotzdem haben wir hier einen schönen Gewinn realisiert, weil eben hier sich die Vola beruhigt hat, ne? Und der Zeitwert eben dann uns zugute kommt. Jetzt haben wir hier noch einen Trade auf Pepsi, den habe ich aufgemacht. Der ist ehrlich gesagt auch deutlich schwächer gewesen, als ich gedacht habe. Ich habe hier damit gerechnet, dass die Pepsi-Aktie zumindest eine stärkere Erholung hinlegt, ist jetzt mehr oder weniger nur seitwärts gelaufen und ich habe mich entschieden, deswegen hier am 17.06. den Trade zuzumachen. Das heißt, wir haben hier eine Prämie bekommen von 429 und hier habe ich den Put zurückgekauft zu 335 und wenn man das jetzt mal anschaut, $94 Prämie, sind jetzt nur 8,5% Rendite. Das muss man einfach immer auch sehen. Es gibt einige Trades, die sehr, sehr hohe Gewinne bringen, andere, die deutlich geringeren Gewinn haben oder eine Rendite PA und im Schnitt bekommt man dann eben seine
Rendite aufs Jahr gerechnet. Mein persönliches Ziel sind ja so 12 bis 15%. Wenn ich 1% pro Monat habe, bin ich eigentlich ganz happy. Und jetzt zeige ich einen extrem schnellen Trade, der rein charttechnisch motiviert war, der auch sehr gut gelaufen ist, auf Archer Daniel Midland. Das ist hier schon fast bilderbuchreif. Wie gesagt, hier habe ich darauf gesetzt, dass der Markt oder hier die Aktie wieder nach oben zieht, wie so eine Art Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Habe hier $99 an Prämie bekommen. Dann ist hier die Aktie massiv hochgeschossen und man sieht hier die Laufzeit, die jetzt hier bis Mitte Juli noch gehen würde. Da habe ich vielleicht gerade mal 10% der Laufzeit und konnte schon hier aufsteigen. Und man sieht hier das Ergebnis, $99 Prämie erhalten, $15 für den Rückkauf, bedeutet eine sagenhafte annualisierte Rendite von 93%. Das ist natürlich auch nicht immer möglich. Das war hier quasi direkt ein Volltreffer. So, und jetzt habe ich hier irgendwo eine Statistik, muss ich mal schauen, einen Augenblick, damit ich euch ein kleines Update gebe, wie denn hier die Entwicklung ist. Ich ziehe das mal hier rüber, damit ich die Zahlen hier auch im Blick habe. Also, wir haben im Schnitt bei den Signalen eine Haltedauer von 22 Tagen. Das ist auch so, ja, würde ich sagen, typischerweise der klassische Trade. Meistens Laufzeiten 30, 40 Tage, vielleicht 50 Tage und in der Regel im Schnitt nach der Hälfte der Laufzeit, wo man dann eben auch schon rauskommt. Bisher noch kein Verlierer-Trade, also bisher eine Trefferquote seit Jahresanfang von 100% und das trotz Trump und Co. Und wir haben im Schnitt eine Rendite von 1,6% pro Trade, ne? Und so einfach, um euch ein Gefühl zu geben, wie denn so die typischen Zahlen hier sind im Optionshandel. Wie gesagt, wenn ihr die App testet und dann auch abonniert, ihr habt 14 Tage Zeit für den Gratistest. Für alle Abonnenten steht dieser Signaldienst dann auch zur Verfügung. Was auch natürlich Teil der App ist, was ich sehr gerne nutze, ist der Express-Modus. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte das Ganze mal alleine machen, ich möchte meine eigene Watchlist oder mein eigenes Universum nach interessanten Optionen durchsuchen, dann könnt ihr hier entweder mit dem großen Optionsscreener arbeiten oder auf die Schnelle mit dem Express-Modus. Den finde ich sehr, sehr spannend, indem ich hier zum Beispiel sage, okay, nehme die S&P 500 Werte. Ich möchte eine Rendite von 15 bis 20%. Ich habe 10.000 an Kapital noch auf mein Konto, was ich Cash Secured nutzen kann. Und hier haben wir automatisch auch schon von der Laufzeit den Sweet Spot 20 bis 60 Tage. Und hier sind alle Schalter bei mir an. Das heißt, keine Earnings bitte. Die Option soll liquide sein, soll natürlich out of the money sein, also unter dem aktuellen Aktienkurs. Und die Aktie muss oberhalb der 200-Tage-Linie liegen. Dann haben wir hier für diese Einstellung folgende Ideen, die wir uns angucken können. Jetzt guckt man hier. Hier können wir sehen FCX, Freeport McMoran, also diese Kupfer-Aktie. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Setup, was ich sehr interessant finde. Die Aktie hat die 200-Tage-Linie wieder nach oben durchbrochen, hat hier so einen Rücksetzer gemacht und dürfte jetzt weiter anziehen. Hier könnte man sich mit einem Short Put positionieren, hätte eine Prämienrendite von 19,5%, wenn eben diese Aktie hier bis Ende der Laufzeit, also wenn der Put tatsächlich auch bis Ende der Laufzeit gehalten würde und die Aktie hier oberhalb dieses Strikes bleibt bis zum Ende, dann hätte man 19,5%. Ihr habt es ja vorhin auch gesehen, in der Regel gehen wir auch schon früher raus, wenn die Aktie hier seitwärts läuft oder ein bisschen steigt, dann hat man die Möglichkeit auch schneller rauszukommen. Falls es natürlich dazu kommt, dass sie nach unten dann fällt, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, den Trade mit dem Rollassistenten, der hier auch eingebaut ist, auch noch zu reparieren. Dann gucken wir uns hier nochmal eine andere Empfehlung hier an aus dem Tool. Vielleicht auch nochmal interessant, da sehen wir auch hier deutlich stärker dieser Chart hier, Lam Research, auch hier eine Möglichkeit, sich hier zu positionieren. Wäre mir jetzt hier aktuell ein bisschen zu überkauft aktuell, dann gucken wir hier nochmal Gilead Science, etwas aus dem Pharma, Healthcare-Bereich. So, da sehen wir auch eine schöne steigende Tendenz, jetzt aktuell Abschwächung. Könnte man sich hier positionieren oder nehmen wir nochmal Supermicrocomputer. Da gibt es auch sehr, sehr hohe Prämien, weil die Aktie natürlich sehr, sehr stark schwankt. Das ist zum Beispiel ein Trade, der mir persönlich jetzt gefallen würde. Alles, was ich hier natürlich erzähle, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Aber auch hier eine Aktie, die
dynamisch nach oben raus ist, über die 200-Tage-Linie sich jetzt sozusagen stabilisiert und mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch hier weiter anziehen kann. Hier könnte ich mich mit einem Strike positionieren und hätte bei einem Delta von 11 eine Prämienrendite von 18%, die jetzt hier möglich ist. Ihr seht, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Mit dem richtigen Tool kann man natürlich das Ganze sehr, sehr schnell und bequem darstellen und auch umsetzen und damit auch eine Routine schaffen. Das heißt, dass ihr wirklich Tag für Tag in das Tool reingeht und ich gehe mal hier auf die Startseite. Ihr seht sofort im Dashboard, was ist los am Markt, welche Branchen sind attraktiv, wo gibt es Gewinner, Verlierer, Aktien und Branchen. Ihr bekommt hier dann auch eure persönlich abgestimmten Handelsempfehlungen hier aufgezeigt und wie am Anfang eben dargestellt, auch hier unsere Signale vom Easy Redaktionsteam. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, gerne auf easy.io gehen mit dem Rabattcode. Gerne einfach mal testen und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Danke und bis bald. Tschüss.